begrüßt mit uns auf der Bühne Vice President und Managing Director von Adobe in Central Europe, Naveed Arshad. Vor ein paar Wochen war ich bei einem Kunden, großes Unternehmen, wirklich erfahrene Marketingabteilung. Und mitten im Gespräch steht der CMO auf und sagt zu mir: Frau Arshad, wir rennen so schnell wie wir können, aber wir wissen wirklich nicht wohin. Und diesen Satz höre ich im Moment von ganz vielen Kunden, egal ob großes Unternehmen, Mittelstand, Start-ups. Und ich denke, viele von Ihnen im Raum kennen aktuell dieses Gefühl. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Summit hier im schönen München. Mein Name ist Naveed Arshad und ich bin die Geschäftsführerin von Adobe in Zentraleuropa. Wir stehen aktuell vor einem Wendepunkt. Die Art und Weise, wie Konsumenten mit der Marke interagieren oder aktuell suchen, hat sich komplett verändert. ChatGPT, Gemini, Perplexis und viele mehr sind die erste Anlaufstelle mittlerweile, wenn Menschen nach einer Brand suchen oder sich aufschlauen möchten. Der KI-getriebene Traffic auf US-amerikanischen Einzelhandelsseiten hat sich allein im März diesen Jahres um 270% erhöht und 80% der Konsumenten treffen bei 40% ihrer Suchanfragen ihre Entscheidungen basierend auf KI-getriebenen Empfehlungen. Gleichzeitig geht der Traffic auf den organischen Webseiten um 25% zurück. Das ist keine Zukunft, das ist Realität. Gleichzeitig erhöht sich die Komplexität auf der Unternehmensseite. Wenn ich allein mein Marketing-Team bei Adobe anschaue, wir bespielen tagtäglich über 50 Kanäle mit unterschiedlichen Inhalten. Und der Bedarf an Content steht nicht still. Eine weitere Studie sagt, dass binnen der nächsten 2 Jahre sich der Content-Bedarf verfünffachen wird. Und die Inhalte, wie ihr wisst, müssen nicht einfach nur erstellt werden. Sie müssen markenkonform sein, sie müssen personalisiert sein, sie müssen an die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit im richtigen Moment ausgespielt werden. Ja, und am Ende vom Tag will natürlich dann jeder wissen, hat es sich gelohnt? Was ist denn mein Return on Ad Spend? Agentische KI verändert dabei wirklich komplett die Art und Weise, wie wir arbeiten. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Bereits 27% der deutschen Unternehmen setzen agentische Systeme ein. Die Tendenz steigend. Dabei treffen KI-Agenten Entscheidungen und führen Aufgaben aus und das sofort, autonom und im großen Stile. Das alles stellt uns vor 3 entscheidende Fragen. Ist meine Marke sichtbar und werde ich gefunden? Wie kann mein Team mit dieser Innovationsgeschwindigkeit von KI Schritt halten? Und drittens, wie kann ich diesen rasanten Wachstum an Content und Kanalvielfalt noch bedienen? Wer diese Frage beantwortet, gewinnt. Nicht, weil er mehr Content produziert, sondern weil er smarter orchestriert. Weil er seine Marke an jedem Touchpoint mit einer emotionalen Verbindung verknüpft. Und weil er Loyalität generiert, wo andere nur Lärm erzeugen. Genau darum soll es heute gehen. Nicht um Automatisierung per se, sondern um die Customer Experience Orchestration. Die Fähigkeit, in einer KI-generierten Welt als Marke menschlich, relevant und wirkungsvoll zu sein. Schauen wir uns mal an, was uns heute so erwartet. Als erstes wird mein Kollege, unser CTO Hartmut König, Ihnen zeigen, wie Adobe die Zukunft sieht. Im Anschluss darf ich in einem Gespräch mit Naveed Arshad von der Deutschen Bank darüber sprechen, wie eine KI-Transformation in der Praxis aussehen kann. Unser Produktteam nimmt Sie auf eine Innovationsreise mit rund um das Thema Brand Visibility, Content Supply Chain und Customer Experience. Und last but not least hören Sie von Lara Bortour, warum Technologie nicht ausreichend dafür ist. Und heute Nachmittag können Sie sich natürlich bei unseren Breakout-Sessions weiter inspirieren lassen. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag und viel Erfolg. Hartmut, the stage is yours. Wow,
Hallo und herzlich willkommen. Wow, jetzt habe ich zu früh geklickt. Aber das passiert, wenn man auf die Bühne geht und ein bisschen nervös ist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid zum Summit von Adobe 2026. Es ist großartig, euch alle hier zu haben. Das Summit ist für uns ein besonderer Tag. Es ist für uns ein Tag, an dem wir nicht nur eine Konferenz machen wollen, sondern wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Wir suchen den Austausch mit euch. Den Austausch mit euch, der genau deshalb so wichtig ist, weil wir in so besonderen Zeiten sind. Wir sind in Zeiten unterwegs, in denen sich gerade wahnsinnig viel verändert und wir können miteinander und voneinander lernen und in diesen Zeiten agieren und uns weiterentwickeln. Und da wollen wir heute drauf schauen. Wir stehen in Zeiten großer Veränderungen und viele von euch verantworten diese Veränderungen in euren Unternehmen. Ihr verantwortet Marken, Systeme, Plattformen, Kundenerlebnisse. Ihr seid diejenigen, die letztlich die Projekte vorantragen. Viele von euch tragen auch zur Transformation eurer Unternehmen als Ganzes bei. Ihr seid diejenigen, die neue Projekte umgesetzt haben, die KI-Piloten gebaut haben, die erste Projekte auch schon live genommen haben. Und viele dieser Projekte sind prima, manche sind sogar großartig. Und doch wisst ihr, dass ein einzelnes Projekt am Ende des Tages keine vollständige Transformation ermöglicht, sondern dass es dazu mehr braucht. Denn es muss vom Pilot zur Transformation kommen und von der Einzellösung am Ende zum Betriebsmodell für euer Unternehmen. Vielleicht hilft hier ein Bild, das momentan aktueller kaum sein könnte. Und ich will nicht sagen, dass ich es nur mit Freude bringe, aber dieses Bild ist spannend, denn wenn wir an den Fußball denken, wenn wir an die Fußball-WM denken, dann wissen wir, dass ein Einzelspieler alleine noch nicht das Team voranbringen kann. Sondern letztlich geht es darum, dass das Team zusammenspielt, dass jeder weiß, wann er läuft, wann er absichert, wann er den Ball spielt, wann er vielleicht auch mal ein bisschen robuster reingeht. Diese Aufgaben im Team gemeinsam zu erledigen, sind entscheidend. Und dieses Bild kann uns auch dienen, um zu verstehen, was die Veränderung, die KI uns bringt, mitbringen kann. Denn Teams gewinnen und KI, die Systeme verbindet, KI, die durch Unternehmen hindurchgeht, wird diese Veränderung bringen. KI wird zum zentralen Nervensystem in unseren Unternehmen. Es ist nicht der Einzelspieler, es ist nicht die einzelne Plattform, die einzelne Technologie, sondern es ist die integrierte Lösung, die am Ende den Vorteil bringt und die Veränderung bringt, die wir alle suchen. KI ist das Nervensystem und es braucht Daten, die verstanden werden über die verschiedenen Datenquellen im Unternehmen hinweg. Die Silos werden aufgebrochen. Es braucht relevanten Content und es braucht die Prozesse, die diesen Content aktivieren und dafür sorgen, dass wir damit großartige User Experiences schaffen. Dieses Zusammenspiel verändert aber auch die Spielfelder, in denen wir gerade unterwegs sind. Das erste dieser Spielfelder ist Search and Discovery. In Search and Discovery begegnen Kunden Marken. Vielleicht in der Suche, weil sie eben bestimmte Produkte oder Marken suchen. Vielleicht werden sie von Influencern oder irgendwo auf Social Channels inspiriert, sich mit einer Marke auseinanderzusetzen. Wenn wir in Search und Discovery unsichtbar sind, werden wir als Marke unsichtbar bleiben. Deswegen ist dieses Spielfeld weiterhin wichtig. Aber schon in diesem Bereich von Search und Discovery ist etwas Neues hinzugekommen. KI-Modelle. Large Language Modelle, die wir alle kennen, seit vor einigen Jahren eins dieser großen Modelle gelauncht ist mit einem ganz einfachen Chatfenster. Schlichter kann eine Benutzeroberfläche nicht aussehen und doch hat sie alles verändert. Anstatt einzelne Begriffe einzugeben, erzählen wir ganze Geschichten, stellen kompliziertere Kontexte dar, um darüber ein Verständnis zu entwickeln und Fragen uns beantworten zu lassen. Wir kommen mit einer Intention und suchen eine Antwort, die uns als Person entsprechend bedient. Und die Frage ist natürlich, seid ihr als Marke dort sichtbar? Leistet ihr dort auch Beratung und Kontext, um die Nutzer dort abzuholen? Das heißt, Suche, Discovery und die AI-Chatbots verändern die Markenwahrnehmung. Das ist das erste Spielfeld, aber alleine dabei wird es in Zukunft nicht bleiben, denn es kommt etwas weiteres hinzu. Wir erwarten agentische Systeme, die selbst zu Akteuren werden. Agenten, die im Auftrag unserer Kunden handeln, die unsere Kunden gegenüber uns als Marke vertreten. Und diese Agenten sind gleichermaßen auf der Suche nach Informationen, nach Einsichten. Und wir sind als Marke herausgefordert, eben auch diese Agenten zu bespielen. Auch für diese Agenten glaubwürdige Inhalte, Interfaces und Fähigkeiten bereitzustellen, um als Marke auch hier sichtbar zu sein. Die Kunden werden vertreten und das Vertrauen, das wir brauchen, müssen wir entwickeln gegenüber den Menschen und gegenüber den Agenten, die im Auftrag dieser Menschen handeln. Wir müssen lesbar und Anschlussfähigkeit für beide sein.
Das heißt, agentische Systeme werden wir bespielen, genauso wie wir Menschen bespielen. Das ist jetzt ein schwieriger Begriff, wie wir letztlich sichtbar sind und glaubwürdige Inhalte anbieten. All das geschieht in einer Zeit, in der die Unternehmen sowieso gerade unter Druck sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mein Arbeitsauftrag jedes Jahr ist klar. Der heißt unter anderem Do more with less. So eine Situation, in der wir zwar neue Kanäle bespielen wollen, neue Systeme bespielen wollen, neue Zielgruppen erschließen wollen, mehr Content bereitstellen, mehr Geschwindigkeit, aber wir haben nicht mehr Tools und wir haben auch nicht mehr Leute und wahrscheinlich haben wir auch nicht mehr Budget. Aber wir können uns helfen. Wir können uns helfen dadurch, dass wir Inhalte und Strukturen besser orchestrieren, dass wir die Themen, die wir im Marketing bespielen wollen, besser zusammenbinden. Und den Ablauf, der da drin läuft, das Abspielen von den richtigen Content zur richtigen Zeit, im richtigen Moment entsprechend bereitstellen. Das können wir leisten, wenn wir Lösungen schaffen, die das Ganze miteinander integrieren. Bei Adobe betrachten wir diese Entwicklung aus der Perspektive der Customer Experience. Customer Experience entsteht aus dem Zusammenspiel von Daten, Content, Kanälen, von der Markenführung, vom Consent-Management. Und das wollen wir nicht isoliert optimieren. Es geht nicht um den einzelnen Touchpoint alleine, sondern es geht um das gesamte Markenerlebnis, das unsere Kunden im Austausch mit uns haben. Die Orchestrierung, die es dazu braucht, die strukturierte Datenbasis, der verfügbare Content, den wir in Echtzeit bereitstellen wollen, das wird am Ende den Unterschied machen. Und die Personalisierung, das Verständnis der Journeys, das uns dabei hilft, gute Touchpoints zu liefern und darüber gute Erlebnisse zu liefern, das wird den Unterschied machen. Wir können das tun, wenn wir eine Lösung haben, die Content und Customer Experience orchestriert, die Aufgaben, die wir haben, zusammenbringt und in der KI dann eben auch eine Rolle spielen kann, um diesen Veränderungsprozess zu unterstützen. Und genau an dieser Stelle wird Agentic AI ganz besonders spannend. Denn Agentic AI unterstützt unsere Teams bei der Entwicklung der Customer Experience. Agentic AI kann für uns arbeiten. Wir geben Ziele aus und steuern nicht die Details. Das Marketing-Team wird nicht mehr den einzelnen Touchpoint optimieren, sondern in Journeys denken, wird Teile der Aufgaben an Agenten abgeben und automatisieren. Und es wird Ziele definieren, Leitplanken setzen, sich mit Qualitätssicherung auseinandersetzen und wird auch bestimmen, an welcher Stelle ein Agent autonom handeln kann und an welcher Stelle ein Human in the Loop am Ende die Entscheidung trifft, was wir denn genau umsetzen wollen als Marke und was nicht. Das ist die Aufgabe, die wir umsetzen mit Adobe CX Enterprise, unserer Lösung, die voll integriert genau diese Fähigkeiten ermöglicht und dem Adobe CX Enterprise Coworker, der diese Automatisierung unterstützt. Beides mächtige Lösungen, die genau diese Herausforderung im Druck, im Do More with Less mehr zu erreichen, helfen kann. Es ist ein neuer Kollege im Team, der autonom handeln kann, der uns unterstützen kann, der uns Aufgaben abnehmen kann und uns dadurch als Marke dramatisch vorangeben können. Und ich bin sehr froh, dass wir euch das heute hier auf der Bühne zeigen können. Gleich kommt Lisa auf die Bühne und sie wird euch zeigen, wie sich das in der Praxis anfühlt. Lisa, the stage is yours für die Demo. Danke dir, Hartmut. Und ein großes Dankeschön an Marriott Bonvoy, dass wir heute ihre Marke benutzen dürfen. Für die nächsten Minuten bin ich Teil des Marriott Bonvoy Marketing Teams und meine Aufgabe, aus dem richtigen Signal schnell die richtige Handlung machen. Und genau dafür ist Adobe CX Enterprise gebaut. Ein agentisches System, das Brand Visibility, Content Supply Chain und Customer Experience in einem Fluss vereint. Die Daten, die wir alle gleich sehen werden, sind erfunden. Die Realität dahinter ist aber echt. Los geht's. Das hier ist meine tägliche Arbeitsoberfläche in CX Enterprise. Und ich bekomme hier unten einen Überblick über laufende Projekte und Kampagnen, relevante Signale und aber auch konkrete Empfehlungen. Und dann kann ich da auch direkt ins Handeln gehen. Dahinter arbeitet ein ganzes System an Agenten. Auf der einen Seite von Adobe selbst, wie der Journey Agent oder der Audience Agent, aber wie wir sehen auch von Marriott, wie der Marriott Service Agent. Und CX Enterprise weiß ganz genau, welcher Agent welche Aufgabe lösen kann. Und Coworker orchestriert sie im richtigen Moment. Wichtig dabei ist aber, ich bleibe immer am Steuer. Denn was die KI darf, lege ich fest.
Und allein hier in unserem Beispiel haben wir über 12.000 Governance-Checks, die ganze Zeit laufen. Ich denke aber, meine erste Aufgabe wartet schon auf mich und die kommt sogar von Hartmut persönlich. Denn auf unseren Seiten in Südfrankreich steigt der Traffic massiv an, aber die Buchungen ziehen nicht mit. Das müssen wir uns also mal genauer anschauen. Und was jetzt tatsächlich passiert, ist etwas, das kein Dashboard alleine so kann. Denn der Coworker bringt unsere internen Signale mit externem Kontext zusammen. Und plötzlich ergibt das Ganze tatsächlich Sinn. Denn in der Region Südfrankreich wird gerade eine Serie gedreht und die geht in den sozialen Medien viral. Heißt, alle haben plötzlich Lust auf Urlaub in Südfrankreich. Daher auch der plötzliche Traffic. Wenn wir uns jetzt aber mal unsere Seite anschauen, dann wissen wir, die Menschen suchen gerade irgendetwas mit Film, Riviera, Eleganz. Und auf unseren Seiten sehen wir spielende Kinder am Meer oder im Pool. Und genau deswegen verlieren wir unsere Kunden. Aber keine Sorge, Coworker schlägt mir gleich 2 Schritte vor, wie ich das fixen kann. Punkt Nummer 1, die Seite anpassen. Und dann das zweite, eine Akquisekampagne starten rund um diesen Trend. Und die Seite anpassen kann ich direkt von hier losstoßen. Im Hintergrund legen jetzt sofort die Agenten los und bauen die komplette Seite um. Schauen wir uns das Ergebnis mal kurz an. Links sehen wir die alte Seite, wie schon erwähnt, Kinder, die Sandburgen bauen. Und auf der rechten Seite die neue. Bisschen hochwertiger, näher an dem Thema dran, was die Menschen gerade interessiert. Und das Beste, wir haben hier nichts Neues erzeugt. Denn all diese Assets sind Inhalte, die wir längst besitzen und auch schon freigegeben sind. Und genauso sollte eine moderne Content Supply Chain aussehen. Die Bilder passen jetzt für mich. Am Titel möchte ich aber gerade noch was ändern. Heißt, ich lasse mich hier noch ein paar Vorschläge ausgeben. Das zweite finde ich ganz gut. Das passt gut zum Thema Film. Keine Spoiler, nur Luxus. Und der Agent hat es direkt umgesetzt, aber wie ihr gesehen habt, ich hatte die Kontrolle darüber. Jetzt können wir also die Seite publishen. Und bevor die Seite aber live geht, prüft CX Enterprise die komplette Seite nach Markensprache, SEO, Geo, Accessibility, Security, allem Möglichen. Und wenn hier irgendetwas nicht passen würde, würde zum einen die Seite nicht live gehen, zum anderen kriege ich natürlich sofort eine Benachrichtigung. Aber die Seite passt, Teil 1 ist erledigt, wir haben wieder eine relevante Seite. Und wir können jetzt direkt weiter in den zweiten Teil gehen, und zwar in die Acquisition-Kampagne, wo dann aus wieder einem externen Signal eine komplette Kampagne um den Trend passiert. Und auch CX Enterprise schlägt mir hier bewährte Kampagnen-Blueprints vor. Wir haben hier 3 und ich kenne den EMEA Blueprint bereits und der bringt nicht nur Struktur mit, sondern auch die ganzen Prozesse dahinter. Wer macht was, welche Tasks müssen erledigt werden etc. Der passt eigentlich ganz gut, deswegen nehmen wir den doch gleich. Was jetzt im Hintergrund passiert ist, CX Enterprise zieht KPIs, Zielgruppendaten, alte Workfront-Briefings, Strategien etc. im Hintergrund zusammen und erstellt daraus die erste Kampagnenstrategie. Und auch wenn mir CX Enterprise und Coworker hier schon sehr stark geholfen haben, kann ich so eine komplette Kampagne nicht alleine umsetzen. Deswegen werden mir hier auch noch ein paar Teammitglieder vorgeschlagen, die mir hier helfen können. Und die nehmen wir doch gleich mal mit dazu. Und gemeinsam entsteht jetzt das komplette Briefing. Heißt Ziele, KPIs, Personas, die Tonalität, alles Mögliche. Das kann ich jetzt noch mal prüfen, aber auch das passt für mich und gebe ich direkt einfach mal frei. Daraus entsteht jetzt der komplette Projektplan, inklusive der Tasks, die wir machen müssen, der Zuweisungen, wer was macht und den ganzen Deadlines. Und wie ihr seht, manchmal ist es ein Kollege wie der Luke, der eine Aufgabe erledigt, manchmal aber auch ein Agent. Ich bleibe dabei aber immer im Loop. Starten wir also dieses komplette Projekt. Und während jetzt alle, also Agenten und Menschen, an ihren Aufgaben arbeiten, entdeckt der Merit Service Agent eine komplett neue Audience, an die wir bis jetzt noch nicht gedacht haben. Und zwar gibt es 42.000 Personen aus Callcenter und Chat, die bereits Interesse an der Region Südfrankreich gezeigt haben, aber nie gebucht haben. Und genau das ist hier der Unterschied, denn ich muss diese Chance nicht suchen, diese Chancen finden mich. Natürlich nehme ich die mit in meine Kampagne.
Und parallel entstehen aus wenigen von meinem Kollegen freigegebenen Hero Assets hunderte von Varianten für jeden Kanal. Und alle diese Hero Assets sind mit Brand Intelligence auf Markenkonformität geprüft und werden auch direkt in die Journey mit übernommen. Wenn wir uns jetzt die Journey einmal anschauen, entscheidet hier Adobe Engagement Intelligence, wer welche Variante bekommt, über welchen Kanal, zu welchem Zeitpunkt und wen wir vielleicht auch mal kurz in Ruhe lassen. Denn eine gute Personalisierung heißt, wie wir alle wissen, nicht, wir schicken einfach nur mehr raus, sondern das Richtige im richtigen Moment. Und bevor wir jetzt live gehen mit der Kampagne, simulieren wir die Performance noch einmal kurz gegen unsere Benchmarks. Auch das passt, wir liegen sogar drüber, also können wir die Kampagne veröffentlichen. Entscheidend ist jetzt aber natürlich nicht nur, dass wir eine neue Webseite gebaut haben oder sie umgebaut haben und eine Kampagne live gestellt haben, sondern entscheidend ist, dass all die Erkenntnisse, die wir jetzt daraus gewinnen, zurück in die tägliche Arbeit des Teams zurückfließt. Und deshalb springen wir jetzt genau dorthin, wo die tägliche Arbeit immer läuft, und zwar in Microsoft Teams. Und ich bin in einem Call mit Hartmut und er fragt mich natürlich direkt, wie läuft denn unsere Kampagne, Lisa? Haben wir inzwischen mehr Buchungen? Und zum Glück muss ich dafür nicht mal mehr das Tool wechseln, denn in Copilot Cowork kann ich direkt fragen, wie läuft denn unsere Kampagne? Kannst du mir den Umsatz nach Kanal und nach Zielgruppe einmal ausgeben? Schauen wir uns also an, wie es gerade läuft. Läuft sehr gut, die Zahlen sehen gut aus. Aber damit mir das beim nächsten Mal nicht wieder passiert und Hartmut mich nicht danach fragen muss, setze ich gleich ein komplettes Teams-Meeting auf, was jeden Dienstag passiert. Und am Abend davor soll an jeden Teilnehmer des Meetings einmal der aktualisierte Report geschickt werden. Und möglich macht das Adobe Sich Enterprise Plugin in Copilot Cowork. Was haben wir also gerade gesehen? Wir hatten einen explodierenden Traffic auf unseren Seiten, aber nicht mehr Buchungen. Wir haben das externe Signal, den Film, als Auslöser gefunden und die komplette Seite angepasst und direkt eine Akquise-Kampagne hinterhergeschickt mit einer neuen Audience. Menschen haben dabei entschieden, Menschen und Agenten haben dabei die Tasks ausgeführt. Und genau darin liegt die Chance agentischer Systeme, denn sie ergänzen unsere Teams. Aber ganz wichtig, sie nehmen uns nicht die Verantwortung ab. Das ist Adobe Sich Enterprise. Danke euch. Hartmut, zurück zu dir. Wow, vielen Dank, Lisa. Genau das meine ich, was ihr gerade gesehen habt, wenn ich davon spreche, dass wir ein neues Zusammenspiel haben und nicht einfach nur weitere Tools, die wir einführen. Um das umsetzen zu können, brauchen Marken Governance. Sie brauchen Zugang zu ihren Daten. Und zu guter Letzt, Marken brauchen Messbarkeit. KI muss Wirkung zeigen, denn ohne Wirkung gibt es keinen Business Case. Ohne Wirkung gibt es keinen Business Impact. Governance, Messbarkeit sind die Schlüsselbegriffe, die hier wirklich stehen, um zu sagen, wie bekommen wir als Marken dahin, dass wir von Experimentieren zum Impact kommen. Ohne messbare Wirkung bleibt KI ein Experiment. Erfolgreiche Unternehmen machen KI zum Betriebsmodell. Sie messen die Wirkung. Sie fragen sich, kann ich Experiences schneller erstellen? Sind die Kunden glücklicher und zufriedener mit dem, was sie erleben? Sehe ich eine Entlastung in den Callcentern oder sehe ich eine Entlastung in Servicecentern? Sehe ich eine Beschleunigung in den Prozessen? Skalieren die Projekte, die ich umsetze, oder bleibe ich in der Phase der Piloten stecken? Ownership wird es brauchen und das Zusammenspiel zwischen Marketing, IT und Legal, die gemeinsam Entscheidungen treffen. Entscheidungen werden synchron ausgeführt und nicht sequenziell, um möglichst schnell auch Ergebnisse umsetzen zu können, möglichst schnell dann auch zu einem echten Business Impact zu kommen. Und das alles ist ohne Messbarkeit nicht möglich. Wir kommen vom Betriebsmodell zum Betriebsmodell, statt im Piloten stecken zu bleiben. Und wir entwickeln KI als Nervensystem im Unternehmen, das die verschiedenen Bereiche miteinander verbindet. KI ist nicht der einzelne Muskel, der plötzlich etwas heben kann, sondern es ist das Zusammenspiel des gesamten Organismus. Und KI als Nervensystem macht neue Use Cases, neue Möglichkeiten möglich und stellt dadurch eine Lösung bereit, die ganze Unternehmen verändern kann. Ich finde es besonders spannend, dass wir heute in einem Praxisbeispiel von der Deutschen Bank hören.
Denn die Deutsche Bank als ein gewachsenes Unternehmen mit einer langen Tradition, mit einem hohen Regulierungsdruck, mit einer hohen Erwartung von den Kunden, ist nochmal besonders herausgefordert, in diesen Zeiten zu bestehen und KI-Lösungen umsetzen zu können. Und deshalb bin ich so stolz darauf, dass wir heute die Deutsche Bank hier auf der Bühne empfangen können. Nadine wird, glaube ich, unseren Sprecher anmoderieren. Insofern sage ich, Nadine, zurück zu dir. Begrüßt mit uns auf der Bühne Nadine Wolanke und Head of Digital Wealth Management bei der Deutschen Bank, Naveed Arshad. Ja, wir haben ja jetzt einiges darüber erfahren, wie KI die Geschwindigkeit verändert und auch die Interaktion mit unseren Kunden. Ein Unternehmen, was dies par excellence schon umsetzt, ist die Deutsche Bank. Und ich freue mich ganz besonders, dich, Naveed, heute hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Naveed, du bist verantwortlich für das Digital Wealth Management bei der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank steht ja wie kaum eine andere Marke für Vertrauen und persönliche Beziehungen. Was hat euch denn dazu gebracht, diese Beziehungen neu zu denken? Und welche Rolle spielt dabei die KI? Nadine, lass mich vielleicht kurz was zu Wealth Management sagen. Natürlich, was ist Wealth selbstverständlich. Management? Also bei Wealth Management betreuen wir Personen, die ein gewisses Vermögen schon haben ansparen können. Meistens sind es Unternehmer, entsprechend anspruchsvoll und deswegen auch das, was du sagst, persönlich. Und im Wealth Management wird immer oft von Vertrauen gesprochen. Aber das Vertrauen ist das Ergebnis nach jahrelanger Zusammenarbeit, weil man weiß, ich kann mich auf diese Person verlassen. Ich sage ihr etwas und sie hat es verstanden und sie liefert genau das ab, was ich mir vorgestellt habe. Im Hintergrund passieren aber ganz viele Sachen. Wie hat der Kunde das gemeint? Ja, was könnte er denn gedacht haben? Was will er denn? Will er es in grün? Will er es in rot? Und wenn ich jetzt mal auf die Kundenseite schaue, ist es auch so, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch durch das Thema Vererbung an die nächste Generation, aber auch an junge Unternehmer, und ich glaube, heute sitzen ganz viele junge Unternehmer hier unter euch, dass sich die Bedürfnisse auch verändern. Das heißt, der Kunde sitzt nicht mehr uns gegenüber und ist männlich, weiß, älter und weiße Haare, sondern das ist sehr vielfältig geworden. Verschiedenste Industrien, mit denen die Kunden ihr Vermögen haben aufbauen dürfen, männlich, weiblich, Erben, aktive Unternehmer, Unternehmer, die schon ihr Unternehmen verkauft haben. Und deswegen war für uns die Frage, ein Stück weit auch für mich, wie verändert sich jetzt das Wealth Management, dieses Hochpersönliche, und welche Rolle kann KI dabei spielen? Und für mich ist KI eine Basistechnologie, die wird, momentan schauen wir alle auf die KI und welches Modell nutzt du denn und welche Mitarbeiter nutzen sie viel und was können wir tun, um die Nutzungsrate hochzubekommen. KI wird irgendwann im Hintergrund einfach laufen. Es wird einfach in integrierten Lösungen entsprechend Ergebnisse abliefern, Analysen erstellen etc. Wenn ich mal auf unsere Kundeninteraktion drauf schaue oder auch vielleicht uns mal nehme, dann wird es aus meiner Sicht 3 KIs geben. Vielleicht auch mehr, aber ich glaube 3 wesentliche wird es geben. Eine, die für uns den Alltag regelt, die für uns Sachen einkauft, die für uns den Urlaub plant etc. Dann wird es eine KI geben, mit der checke ich meine Gesundheit und frage, lade meine Arztdaten hoch, lass mich beraten, ist mein Sportprogramm ausreichend, kann ich es verbessern etc. Das sehen wir heute ja alles schon. Ne? Jeder promptet heute, glaube ich, diese und ähnliche Sachen mit der KI. Und dann wird es eine KI geben, die sich um die Finanzdaten kümmert.
Ja, wir fragen heute manchmal in der KI, und ich habe selber Kunden, die Anlagevorschläge von der Deutschen Bank nehmen, die KI hochladen und fragen, ja, wie findest du das denn? Und dann kommen ein paar Feedbacks, die leiten dann, ein ganz großer Kunde ist da sehr aktiv, der kriegt einen Anlagevorschlag, ich glaube 2-3 Wochen her, da ging es um 20 Millionen Euro. Anlagevolumen, ja, was würden wir denn da jetzt mitmachen? Und dann hat er die KI gefragt und dann uns einfach das Feedback zurückgeschickt und da kamen gute Fragen. So, und ich glaube, das ist eine Realität, mit der müssen wir uns als Banken, aber auch alle Finanzdienstleister sich auch beschäftigen. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt, die dritte KI, die Finanz-KI. Du willst nicht alle deine Daten an irgendeine KI in die Cloud hochladen und nicht wissen, was damit passiert. Und da geht es jetzt nicht darum, um den nächstbesten ETF-Sparplan, sondern da geht es wirklich um tiefe Vermögensinformationen, die du eben nicht irgendwo in der Cloud hochladen möchtest. Und deswegen habe ich mir vor etwa 1,5 Jahren gesagt, also wenn es eine KI gibt, die das erfüllen kann, dann wird es die Deutsche Bank sein können, die Infrastruktur hat, die Größe hat, auch so ein Projekt zu meistern, weswegen ich vor 7 Monaten dazugekommen bin und diese Finanz-KI bauen möchte, die Mensch und Maschine zusammenbringt und das Arbeiten einfach viel produktiver macht. Wenn ich jetzt mal auf die Vergleiche gucke, die vorhin gerade eben im Screen gezeigt worden sind, was mache ich? Ich mache Urlaubsfotos. Und wie oft habe ich dran gesessen, an Urlaubsfotos optimieren, schön machen mit Lightroom und so weiter. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr banales Beispiel, aber wir Banker sitzen auch stundenlang an manchen Analysen und versuchen das zu optimieren. Und das wird einfach viel, viel schneller gehen, so dass ich möchte, dass sich die Bankberater sich wirklich auf das konzentrieren, was zählt, nämlich die Zeit am Kunden, die Meetings am Kunden zu verbringen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt in unserer Industrie. 100%, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen darüber erzählt, dass das Geschäftsmodell im Wealth Management doch unterschiedlich ist und sehr unterschiedliche Kundenerwartungen aufeinandertreffen. Wie geht ihr denn da damit im Alltag dann um? Ja, Kunden, also wir neigen ja immer dazu, Kunden in Personas zu stecken und was hat er für Bedürfnisse und dann gibt es diese Persona, Jungunternehmer, dann irgendwie erfolgreicher Unternehmer etc. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, um zu überlegen, wie könnte so ein Lösungsangebot für so eine bestimmte Kundengruppe ausschauen. Ich glaube aber, dass wenn wir über das sprechen, was uns heute hier zusammengebracht hat, dass wir Client Journeys neu denken müssen. Und wenn ich jetzt mal von einer Client Journey komme, dann macht ein Wealth Management Kunde ganz viele Sachen. Der legt an, der nimmt eine Finanzierung auf, dann zahlt er sie zurück, dann baut er sein Unternehmen weiter auf, etc. Aber in diesem ganzen Ablauf der Journey gibt es einige wenige Punkte, die ganz, ganz entscheidend sind. Ich nenne sie immer Moments of Truth, wo es wirklich wichtig wird, dass du dann eben nicht mal schnell eine KI-Abfrage machst, sagst ja, wie löse ich das denn? Sondern möchtest du dich einfach mal einmal fundiert hinsetzen, mit verschiedenen Spezialisten dich mal zusammensetzen, die Themen auf einen Punkt zusammenbringen und wo du wirklich mal eine Beratung bekommst, die so eine KI in der Form ganzheitlich koordiniert nicht hinstellen kann. Wenn es so einfach wäre, wenn KI alle Probleme lösen könnte, dann hätten wir das heute schon viel, viel schneller gesehen. Ich glaube, KIs werden einzelne Themen beantworten können, aber die KIs werden miteinander sich koordinieren müssen und die werden miteinander sprechen müssen. Wenn ich das mal auf unseren Arbeitsalltag übertrage, wir haben für alle Themen unsere Spezialisten und trotzdem machst du Meetings, weil du dich zusammensetzen musst, weil du miteinander sprechen musst. Und jetzt haben wir den Begriff Agentic AI-Plattforms schon gehört und da ist auch aus meiner Sicht was viel Wahres dran. Aber das Thema ist, hat die KI alle Daten, die sie braucht, um die Lösung zu erarbeiten? Wie löst sie Konflikte auf dem Lösungsweg? Und ist das, was sie am Ende vorschlägt, wirklich die Lösung, die ich dann als Bank, wenn ich eine KI nutze, auch wirklich einfach ohne zu checken, einfach an den Kunden ausrollen kann und der Kunde daraufhin entscheidet und dann am Ende vielleicht eine Fehlentscheidung trifft, die dann den Kunden mehrere Millionen Schaden eventuell kostet. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, über Geld nachzudenken und die Konsequenzen, wer haftet, dann bekommt dieses ganze Thema eine ganz andere Tangibilität und auch aus meiner Sicht Tiefe. Deswegen, wenn wir jetzt an diesen Moments of Truth vorbeikommen, ich muss die Bedürfnisse des Kunden kennen. Ich muss das auch so verstehen, dass ich das verarbeiten kann. Bei uns ein Berater, eine Beraterin, die kennt die Kunden
wenn sie über viele Jahrzehnte schon begleitet, Familien sogar über Jahrzehnte begleitet, in- und auswendig. Aber sind die Informationen alle im CRM-System drin, so dass die KI das verstehen kann? Und wenn ich die Daten habe, und der Kunde geht ja davon aus, dass er die oder sie die Daten ja der Bank gegeben hat, also müsste die Bank ja damit arbeiten, tut sie denn wirklich auch damit arbeiten? Mache ich mal ein Fragezeichen, das kann, glaube ich, jeder für sich beantworten. Und damit will ich jetzt Datenschutz als auch nicht irgendwie groß kommentieren. Aber das Wichtige ist, dass ich die Daten kenne, die Bedürfnisse ableite und dann daraus die richtigen Handlungen auslöse. Und für mich ist es wichtig, dass wir wissen, welcher Content ist für den Kunden relevant, also welches Bedürfnis ist damit verbunden. Wann spiele ich jetzt diesen Content aus? Über welchen Kanal spiele ich ihn denn aus? Rufe ich ihn an? Schicke ich eine Mail? Ist es eventuell ein Push in der Mobile Banking App? Und vor allem auch, in welchem Format? Ist es ein Video? Ist es ein PDF? Ist es irgendwie nur ein Chatfenster? Und das sind alles Fragen, die wir jetzt beantworten müssen, wo wir ja auch, Nadine, also Deutsche Bank und auch Adobe jetzt sehr eng zusammenarbeiten seit vielen Monaten, wo wir versuchen, so ein Ökosystem zu bauen, was wirklich vom Bedürfnis über Insights zu einer konkreten Handlungsempfehlung dann entsprechend in die Ausspielung an den Kunden geht. Und am Ende des Tages möchte ich, dass, wenn das alles so läuft, darauf hinausläuft, dass die Kundeninteraktion deutlich persönlicher wird. Dass du einen Anruf kriegst von deinem Berater oder der Beraterin und du sagst, ja stimmt, das beschäftigt mich wirklich und nicht, oh Mann, jetzt schon wieder ein Sales Call, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf und schiebst den Termin. Und vor dem Hintergrund ist für mich die ganze Thematik KI, KI-Koordination, was auch gerade eben am Bildschirm gezeigt wurde, ein ganz, ganz wesentlicher Stellhebel, die Kundenbeziehung viel wertiger zu machen, weil sie dann am Ende den ganzen Noise rausnimmt, die ganze Admin rausnimmt und wirklich auf das fokussiert, was dann am Ende des Tages zählt, den Kunden auf seine Bedürfnisse explizit das richtige Angebot zu machen. Jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, wie ihr Mensch und die KI seht. Vielleicht ganz kurz, wo siehst du, dass die KI eure Berater wirklich besser macht und wo muss immer noch der Mensch oder wo ist der Mensch unverzichtbar an der Stelle? Ich glaube, ich mache mal ein Beispiel in die Medizin. Wenn du heute sagst, früher hieß es ja immer, ja, da gehe ich mal, hole ich mir 2 Meinungen ein. Heute ist es wahrscheinlich so, wenn du zu 2 Ärzten gehst, wirst du wahrscheinlich die gleiche Meinung bekommen. Vielleicht. Ja? Mal schauen. Also in meinem persönlichen Fall in der Familie, Krebsdiagnose, wir sind so 3 Ärzte hingegangen und haben gedacht, ja, der eine wird schon sagen, nee, man muss das jetzt nicht irgendwie operieren. 3 Ärzte, 3-mal die gleiche Meinung. Was ist passiert? Jetzt muss ich sagen, meine Eltern leben in England, da ist das Krankenhaussystem ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass im Hintergrund die Diagnose immer auf die gleiche Art und Weise letztendlich läuft. Und wenn wir jetzt KI mal nehmen und das mal weiterdenken, dann wird es noch schlimmer werden oder noch identischer werden, weil du die neuesten Erkenntnisse nimmst und die bestmögliche Behandlungstherapie ableitest. Jetzt ist die Frage, welche Rolle kommt dem Arzt denn jetzt zugute? Ich glaube, der Arzt wird mehr ein Begleiter. Gar nicht mehr, dass er jetzt die richtige Diagnose ableitet, das wird er sich angucken und dann wird die Ärztin dann im zweiten Schritt, aber viel wichtiger, viel mehr Zeit auf diese Begleitung Wert legen müssen. Und wenn ich jetzt aufs Wealth Management übertrage, dann wird es heißen, dass der Wealth Manager viel mehr auf die Bedürfnisdiskussion, Erhebung und dann auf die Lösungsfindung gemeinsam mit dem Kunden Fokus legen muss, um einen gemeinsamen Weg zu erarbeiten, der auch für den Kunden tragfähig ist. Das ist im Wealth Management ganz, ganz wichtig, dass sowohl die Bank eine gute Lösung, eine sehr zielgerichtete Lösung erarbeitet, aber vor allem auch der Kunde dahinter steht und sagt, ja, das ist es und das möchte ich jetzt mit dir umsetzen. Ja, die Finanzierung, die machen wir so, die strukturieren wir so für die Fabrik XY. Und deswegen wird für mich im Wealth Management eins ganz wichtig sein, dass wir die Client Insights erkennen und auch aus den Daten schürfen. Deswegen habe ich das Team CIA gegründet, das nennt sich Client Insights Analytics, das nichts anderes macht, als durch die Datenbestände gehen und immer wieder arbeiten. Das wird dann entsprechende Insights rausschälen, die gehen dann an unser gemeinsames Tool. Dann wird entschieden, was ist die nächste beste Aktion, über welchen Kanal und so weiter. Das habe ich alles erzählt. Am Ende des Tages wird dadurch die Arbeit des Beraters viel, viel
zielgerichteter, weil du halt auf das wirklich gehst, wo du weißt, das ist für den Kunden relevant und idealerweise dann noch Realtime, dass wenn der Kunde dich eventuell anruft, dass du auch weißt, guck mal, der hat gerade eben in der Mobile Banking App nach dem und dem Thema gesucht, hat sich sein Portfolio angeguckt, hat sich eine bestimmte Aktie angeguckt und das könnte sein, dass er deswegen jetzt anruft. Also meine Vision ist, dass wir am Ende des Tages einen Neo-Wealth Manager bauen, der auf einer Plattform Technologie und persönliche Kundenbetreuung intelligent zusammenbringt. Und jetzt, ich mache Wealth Management seit über 20 Jahren. Ich glaube, das ist auch dringend nötig, dass die Berater sich wirklich weg von der Admin mehr auf den Kunden fokussieren und wirklich die Zeit nutzen, um Wertschöpfung im Kundensinne zu erarbeiten und den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und da ist für mich die Technologie und jetzt mit KI ganz vorne ran eine ganz, ganz wichtige Schlüsseltechnologie, Nadine. 100% stimme ich dir wirklich zu 300% zu. Vielleicht ein letzter Satz, wenn du so nach vorne schaust. Was wird KI am allerstärksten verändern für dich? Also KI wird die Arbeit aus meiner Sicht deutlich im Alltag verändern, aber auch im Ergebnis verändern. Ich glaube, wir müssen uns nicht über Arbeitslosigkeit Gedanken machen, habe ich viele Diskussionen darüber geführt. Ich würde mir eher über die Sinnlosigkeit von manchen Arbeiten heute mir Gedanken machen. Und ich hoffe, dass bestimmte Tasks, die uns alle quälen im Arbeitsalltag, dass die uns weggenommen werden durch KI, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was uns Spaß macht in unserem Job. Mir macht die größte Freude sind die Kundentermine. Wenn ich wirklich mal rausfahre und meinen Kunden treffe und in Ruhe mit ihm über das sprechen kann, was sie oder ihn beschäftigt, wo will er hin? Was ist mit der Next Generation? Was will er mit dem Familienunternehmen machen? Und dafür ist dann die ganze Arbeit im Vorfeld gemacht worden und du bist gut vorbereitet, du weißt, dass alles erledigt ist und du konzentrierst dich jetzt wirklich aufs Gespräch, bist empathisch, bist einfach präsent und wuselst nicht zwischen Unterlagen hin und her und du überlegst, oh, wo war das jetzt nochmal drauf, sondern dass die KI dich da auch seamless unterstützt, weil sie im Hintergrund mitläuft und dann die richtige Analyse aufpoppt etc. Das ist für mich eine Konsequenz, die ich hoffe, dass sie eintritt. Und die zweite Konsequenz ist, dass wir dadurch einfach jeder von uns hier im Raum sich, wenn er morgens aufsteht, sich auf die Arbeit freut, weil vieles, was wir uns vornehmen, ja, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, ja sich gar nicht umsetzen lässt, weil dann irgendwas wieder morgens passiert, zumindest ist es bei mir so, dass es meinen Tagesablauf komplett umwirft und ich dann irgendwie total in Stress gerate und ich manchmal in Meetings sitze, wo ich nicht weiß, warum ich sie überhaupt habe. Also wenn diese Meetings verschwinden, weil eine KI sagt, hey, du musst das Meeting jetzt mit dem und den machen, der hat die gleiche Frage und ihr müsst jetzt zusammensprechen und die Meetings viel effizienter werden und dadurch meine Arbeit viel sinnvoller wird und ich sie wieder mehr auf den Kunden richten kann und wir als Deutsche Bank die Lösung bauen, die für uns, unsere Kunden, unsere vermögenden Kunden in meinem Fall, die Lösung liefern, die Kunden nicht für heute, sondern wirklich die richtigen Lösungen sind für die nächsten 30, 40 Jahre und für die nächste Generation Wert zu schaffen, aber auch Wert zu sichern. Das ist für mich das, was ich mir hoffe und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin da persönlich überzeugt von, dass KI da der richtige Schlüssel für uns sein wird. Das kann ich nur unterstreichen. Naveed, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Super inspirierend. Dankeschön. Danke. Ja, also. Ja, vielen Dank nochmal, Naveed. Und now the stage is yours. Again, back to Hartmut. Begrüßt erneut auf der Bühne Hartmut König. Vielen Dank, Naveed, vielen Dank, Nadine.
Es ist wirklich faszinierend und beeindruckend zu sehen, wie eine so große, etablierte Marke den Wandel angeht, wie entschlossen die Deutsche Bank hier investiert und voranschreitet. Eine spannende Beobachtung und ich denke wichtige Insights. Wir haben heute darüber gesprochen, schon einige Male, dass wir auf immer mehr Spielfeldern spielen müssen. Search, Discovery, wir haben nach wie vor Social-Kanäle, wir haben andere Kanäle, die wir bespielen wollen. Und natürlich ist eine der Möglichkeiten, hier erfolgreich zu sein, personalisiert auszuspielen. Wenn wir darüber nachdenken, werden wir sehr schnell feststellen, dass der erste Engpass, in den wir reinlaufen, der Content ist. Wir brauchen immer mehr Content, wir brauchen immer mehr Assets, um die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu senden. Diese Assets in der nötigen Geschwindigkeit zu erzeugen und dann in den vielen Varianten, die wir brauchen, für verschiedene Märkte, mit Lokalisierung, in Formaten, in verschiedenen Versionen, alles das stellt uns vor eine riesige Herausforderung. Und dann ist natürlich der Anspruch an Marke, an Qualität, an Konsistenz immer noch gewahrt. Und deswegen ist eine entsprechende erfolgreiche Content Supply Chain mit der nötigen Geschwindigkeit entscheidend. Personalisierung klingt für uns alle gut und Personalisierung klingt für uns alle als ein wesentliches Ziel. Aber die Herausforderung, die darin steckt, die richtigen Daten mit dem richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen, macht Personalisierung für eine Aufgabe, die man wirklich wollen muss. Und wenn wir auf den Content schauen, dann ist es eben eine Content Supply Chain, die am Ende Personalisierung skalierbar macht. Eine solche Content Supply Chain wird durch Technologie enabled, wird ermöglicht dadurch, dass wir Technologie einsetzen und damit in der Lage sind, Content schneller zu produzieren, Varianten schneller zu erzeugen und die Prozesse, die darin stecken, effizienter zu nutzen. Es geht darum, die Qualität zu behalten und die Wirkung dann am Ende auch noch messbar zu machen. Und genau das wollen wir uns heute jetzt live anschauen. It's again Demo Time. Wir werden jetzt sehen, wie wir in der Content Supply Chain eine entsprechende Content Pieces erstellen, verändern und wiederverwenden können. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dafür mit ServiceNow eine Marke haben, die das so umsetzt. Und mein Kollege Sebastian, der jetzt auf die Bühne kommt, wird uns den kompletten Durchgang zeigen. Sebastian, komm auf die Bühne zu mir. Ja, vielen Dank, Hartmut. Vielen Dank an ServiceNow für die Erlaubnis, die Marke heute verwenden zu dürfen. In den nächsten Minuten werden wir einmal gemeinsam eine komplette Advertising-Kampagne erstellen. Wir fangen an von der Idee über die kreative Bannererstellung bis hin zur finalen Aktivierung. Ich werde euch dabei zeigen, wie Kreative und Kampagnenmanager zusammenarbeiten und wie Adobe Gen Studio und Adobe Brand Intelligence ServiceNow heute schon dabei unterstützt, die Produktion markenkonformer Inhalte zu automatisieren. Ich begebe mich dazu in die Rolle eines Kampagnenmanagers mit dem Ziel, die neue Kampagne Put AI to Work for People zu erstellen. Das, was wir im ersten Schritt machen, ist, wir ziehen uns mal das Creative Briefing. Unser zentrales Werkzeug dafür ist das Conversational Interface innerhalb von Adobe Gen Studio. Das bietet uns an einer zentralen Stelle Zugriff auf sämtliche Informationen zu unserer Kampagne. Das Kampagnenbriefing selbst wurde bereits in Workfront angelegt. Ich habe von hier aus aber Zugriff und bekomme sämtliche Informationen aus dem Briefing an einer Stelle nochmal angezeigt, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Im Kampagnenbriefing selbst sind alle Informationen wie die Beschreibung, die Zielgruppen, die verschiedenen Kanäle, die Zeiträume und so weiter angelegt. Das, was wir mit unserer Kampagne tun wollen, ist natürlich, wir wollen alle diese Zielgruppen individuell ansprechen. Dafür brauchen wir jede Menge verschiedene Asset-Varianten. Die Erstellung dieser Asset-Varianten ist extrem zeitaufwendig. Wie wir diese Zeit reduzieren, das zeige ich euch jetzt in Gen Studio. Wir rufen dafür einmal das Projekt bei uns auf und sehen hier schon den gesamten Projektplan. Sämtliche Aufgaben, zugeordnete Personen, parallel arbeitende Agenten, die Zeitplanung, den jeweiligen Status und so weiter. Ich habe von hier aus aber nicht nur Einblick in das Projekt, sondern ich kann es auch verändern. Wir alle lieben doch so Last-Minute-Änderungswünsche vom Management, oder? Das heißt, wir fügen einfach einen neuen Zielkanal in unsere Kampagne hinzu. Auch das können wir einfach über einen einfachen Prompt mit einbinden und schon ist unsere neue Aufgabe im Projektplan mit drin. Alle Ressourcen, alle Termine, alles passend zu den anderen Content-Aufgaben automatisiert angelegt. Das heißt, wir reduzieren hier ganz massiv manuelle Planungsarbeit und Fehleranfälligkeit. Die eigentliche Asset-Erstellung übernehme ich als Kampagnenmanager natürlich nicht selbst, sondern ich brauche Unterstützung von meinem Creative Team. Damit das Creative Team weiß, was es tun muss, brauche ich ein Creative Briefing
und auch das Creative Briefing kann der Agent automatisiert für mich erstellen. Er nutzt dafür sämtliche Informationen, die er bereits im Kontext hat, strategisches Kampagnenbriefing, den Projektplan und so weiter. Und er erzeugt mir automatisiert eine Übersicht sämtlicher Zielgruppen, sämtlicher Assets, alles, was erzeugt werden muss. Das Ganze ist ein Prozess, der hier vollständig automatisiert passiert, der heute mit manuellem Arbeiten, manuellem Abstimmungsaufwand zwischen verschiedenen Stakeholdern mehrere Tage dauert. Fassen wir also einmal zusammen. Für mich als Kampagnenmanager bietet das Conversational Interface innerhalb von GenStudio Zugriff an einer zentralen Stelle auf sämtliche Informationen in meiner Kampagne, ohne dass ich irgendwo zwischen Tools wechseln muss. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Creative-Seite, also sprich das eigentliche Erstellen der kreativen Inhalte. Und es ist dabei vollkommen irrelevant, ob das Ganze bei euch intern in der Kreativagentur durchgeführt wird oder in der Kreativabteilung durchgeführt wird oder von einer externen Agentur gemacht wird. Der Creative arbeitet mit unserer Lösung Adobe Firefly Creative Production for Enterprise und auch hier gibt es ein Conversational Interface. Unser Ziel ist es, die angeforderten Assets aus dem Creative Briefing zu erstellen, also wählen wir uns dieses aus und bitten im zweiten Schritt den Agenten, uns einen Plan für die eigentliche Asset-Erstellung zu erzeugen. Auf Basis sämtlicher Informationen aus dem Creative Brief listet der Agent zunächst sämtliche Assets auf, die erstellt werden müssen, mit den jeweiligen Auflösen für alle Kanäle. Wir sehen hier LinkedIn, Google, YouTube und so weiter. Und wir bekommen außerdem den Plan angezeigt, der für die eigentliche Asset-Erstellung benötigt wird. Das heißt, das Raussuchen der benötigten Basis-Assets, das Bereitstellen der Production-Workflows, das eigentliche Erstellen der Assets. Für mich sieht der Plan gut aus, also bestätige ich den einmal. Im ersten Schritt werden jetzt die benötigten Basis-Assets gesucht. Das sind also die Assets, die ihr schon bei euch drin habt im System. Freigegeben, brand-approved, abgelegt im Digital Asset Management System. Ich bekomme einen Vorschlag, kann den hier nochmal anpassen, wähle zum Beispiel diesen Group-Shot ab und bestätige die Auswahl. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt die Production-Workflows, also die Workflows, die die eigentliche Asset-Erstellung durchführen. Und auch hier hat der Agent uns die zwei relevanten schon mal rausgesucht. Wir werfen jetzt einmal gemeinsam einen Blick in einen solchen Workflow. Keine Angst, das sieht auf den ersten Blick relativ komplex aus. Am Ende des Tages ist es das aber nicht. Jeder einzelne Knoten innerhalb dieses Workflows ist ein Schritt im Prozess der Asset-Erstellung. Diesen Workflow könnt ihr komplett individuell auf die Erfordernisse bei euch im Unternehmen anpassen. Für diese Anpassungen habt ihr eine ganze Reihe Out-of-the-Box-Actions zur Verfügung. Anpassungen an sich sind entweder per Drag and Drop oder auch hier wieder über ein Prompt-Interface möglich. Das Ergebnis von diesem Prozess sind Workflows, welche wiederkehrend im Unternehmen eingesetzt werden können, um die Produktion von Assets zu automatisieren. Diese Workflows sind quasi die Voraussetzung dafür, dass die Anforderung Asset Creation at Scale überhaupt Wirklichkeit werden kann. So, genug der Theorie, jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich live in der Praxis anschauen. Das heißt, ich wechsle einmal wieder zurück in unser Conversational Interface und starte von hier aus alle Workflows. Das, was jetzt passiert, ist die komplett automatische Erstellung der angeforderten Assets durch Adobe Brand Intelligence. Brand Intelligence arbeitet da mit 3 verschiedenen Skills. Der erste Skill ist der sogenannte Instruct-to-Assemble-Skill. Das heißt, wir erzeugen Assets basierend auf den Brand Guidelines plus Definitionen für die Zielgruppen, welche dann im zweiten Schritt über einen mehrstufigen Prozess validiert und jeweils wieder angepasst und verbessert werden. Der finale Schritt besteht dann darin, editierbare, layered Grafikdateien für die Weiterverarbeitung zu erzeugen. Das, was wir hier gesehen haben gerade, ist, wie Adobe Brand Intelligence vollständig automatisiert innerhalb weniger Augenblicke die kompletten kreativen Inhalte für eine Marketingkampagne erzeugt hat. Auch das wieder ein Prozess, der heute Tage, Wochen manueller Kreativarbeit benötigt. Das Ergebnis: markenkonformer Inhalt, den ich sofort in meinen Kampagnen verwenden kann. Das, was jetzt noch offen bleibt, ist die Frage, funktioniert dieser Content? Resoniert dieser Content mit dieser Zielgruppe? Und auch dazu hat Adobe Brand Intelligence wieder einen Skill, den sogenannten Predict Engagement Skill. Und wir fragen unseren Agenten, welche unserer Assets resonieren mit welcher Zielgruppe? Brand Intelligence trifft auch jetzt eine Vorhersage, wie und vor allem auch warum bestimmte Zielgruppen auf unsere kreierten Assets reagieren werden. Das Ganze ist für den Bereich Paid Media ein echter Gamechanger.
Bevor ich überhaupt meine Kampagne starte, bevor ich einen Euro Werbebudget investiere, bekomme ich schon eine Vorhersage dazu, ob die erzeugten Assets zur Zielgruppe passen. Das heißt, ich reduziere damit ganz massiv das Risiko von Fehlinvestitionen im Bereich Paid Media. Zusammenfassend, Adobe Brand Intelligence hilft uns bei der automatisierten Erstellung von Assets in 3 einfachen Schritten. Punkt 1, Assets werden basierend auf freigegebenen Zielgruppen automatisiert erstellt. Punkt 2, ein wiederkehrender Validierungsprozess stellt sicher, dass die erzeugten Inhalte compliant und markenkonform sind. Und Punkt 3, auf Basis der wichtigsten Zielgruppen werden noch vor Kampagnenstart Insights in die zu erwartende Performance gegeben. Und damit wechseln wir wieder zurück in die Rolle des Kampagnenmanagers. Ich gehe wieder zurück in GenStudio. Ich habe sämtliche kreativen Inhalte von meiner Kreativabteilung bereits vorliegen. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Aktivierungsplan. Das heißt, die Kampagne final live schalten. Und auch da ist der Agent wieder für uns zur Stelle. Ich kann diesen Aktivierungsplan über einen einfachen Prompt erstellen, kann ihn noch einmal reviewen, bekomme quasi auch hier wieder eine Übersicht sämtlicher Assets sortiert nach Adset, nach Persona, nach Kanal, alles im Status Ready to Activate. Wenn das Ganze für mich passt, aktiviere ich das Ganze und unsere Kampagne ist ab sofort live geschaltet. Und damit haben wir gesehen, wie die Agentic Content Supply Chain innerhalb von Adobe GenStudio funktioniert. Schnell, markenkonform und skalierbar. Vielen Dank, zurück an dich, Hartmut. Das war beeindruckend, oder? Nochmal einen Applaus für Sebastian. In Kürze, was ihr gerade gesehen habt. Zunächst mal Adobe GenStudio. GenStudio liefert euch die komplette Content Supply Chain. Von Workflow, Planung, Erstellung, Delivery, Insights und ermöglicht damit die Personalisierung, die ihr plant. Zweitens, Adobe Brand Intelligence. Brand Intelligence reagiert auf das, was ihr tut. Es lernt von euch. Was habt ihr akzeptiert? Was habt ihr abgelehnt? Welche Insights habt ihr hinterlegt? Adobe Brand Intelligence hilft euch dabei, genau dadurch immer besser zu werden und bessere markenkonforme Assets zu generieren. Und wir haben gesehen, Firefly Creative Production, jetzt auch neu mit dem 3D Digital Twin, der es ermöglicht, 3D-Objekte und 2D-Objekte perfekt zu erstellen, pixelgenau zu produzieren und damit eine entsprechende Lösung umzusetzen. Das alles ist super, wenn wir die entsprechenden Marken haben, aber wir müssen einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja gesagt, Personalisierung, Content ist das erste Bottleneck, aber es geht eben weiter in die Aktivierung. Und insofern reicht Content nicht aus, sondern das Zusammenspiel mit Daten macht Content wirksam. Content zum richtigen Zeitpunkt auszuspielen, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, ist eine der Aufgaben, die wir haben. Daten und Journeys zusammenzubringen und genau hier hilft uns der Adobe CX Enterprise Coworker. Das ist die Lösung, die wir vorhin schon kurz bei Lisa gesehen haben. Wir schauen jetzt noch mal tiefer rein. CX Enterprise Coworker ist dieser neue Kollege, den wir haben, der neue AI-Kollege, der uns dabei hilft, unseren Job zu machen. Er ist in der Lage, Ergebnisse zu erzeugen, zu optimieren und letztlich auch zielbasiert zu arbeiten. Ihr entscheidet, wie viel Kontrolle ihr habt und wo ihr dem Coworker auch eine Autonomie gebt. Und genau das wollen wir uns anschauen. Wir haben erneut die Freude, das Ganze zusammen mit einer Marke zu präsentieren, die Beauty-Marke Alta, die in Europa nicht ganz so bekannt ist, aber die eine sehr spannende Lösung umgesetzt hat mit Enterprise Coworker. Und Bea Krug kommt jetzt auf die Bühne und wir schauen uns das jetzt mal in der Praxis an. Heißt mit mir willkommen, Bea Krug. Danke, Hartmut. So, bevor es losgeht, möchte ich mich natürlich bei Alta Beauty bedanken, dass ich Ihre Marke nutzen darf, um unsere Adobe-Vision zu präsentieren. Ich bin heute mal Marketing-Mitarbeiterin bei Alta und zeige euch jetzt, wie mein kleines Team mit Agents zusammenarbeitet, um in kürzester Zeit eine globale Marketingkampagne basierend auf einem Social-Trend zu starten. Alles dank CX Enterprise Coworker. Der ist nämlich nicht einfach ein Tool, er ist unser neuer Kollege, der rund um die Uhr arbeitet. Er hilft meinem Team, besser und schneller Entscheidungen zu treffen und zu handeln, sodass wir keine Chancen mehr verpassen. Und das Beste, der klaut mir nicht den letzten Joghurt aus dem Kühlschrank. Je besser der Kontext, desto besser kann Coworker mit mir zusammenarbeiten. Er zieht seine Intelligenz aus 3 Datenquellen. Adobe-Systeme, also Segmente aus Realtime CDP, Journeys aus Journey Optimizer, Insights aus Customer Journey Analytics. Altas eigene Systeme, Bestandsinformationen, Operations-Daten und viel mehr.
Und natürlich alles, was so in der externen Welt los ist, Social-Signale, Wettbewerberinformationen und so weiter. Die Grenzen zwischen diesen Quellen verschwimmen und Cowork bewegt sich fließend dazwischen, denn Adobe verbindet sich mit jeder AI-Technologie, damit wir die besten Customer Experiences ausliefern können. Ich habe hier auch Zugriff auf ein gesamtes Team voller Agents. Sorry, ihr müsst nochmal durch diese Fußball-Metapher durch. Wenn mein Coworker jetzt mein Team-Captain ist, dann sind meine Agents meine Teammitglieder. Und natürlich möchte ich die besten Spieler in meinem Team haben, egal wo die herkommen. Deswegen habe ich hier sowohl von Adobe als auch von Alter entwickelte Agents. Diese Flexibilität und Composability ermöglicht mir als Unternehmen wirklich genau das Team zusammenzustellen, das ich brauche. Wir bei Alter haben einen richtig coolen Social Media Agent entwickelt, der kontinuierlich nach sozialen Trends scannt, die Coworker dann nutzen kann. Zum Beispiel mit Segmenten und Journeys aus CX Enterprise. Dieser Agent wird in verschiedensten Workflows angewendet. Diese Agentic Workflows sind definierte Geschäftsprozesse, die Adobes Agents, Altas Agents, Modelle, Daten, Systeme und Wissen in einem Plan zusammenführen. Dieser Workflow hier zum Beispiel erlaubt es mir, zeitnah auf Social Trends zu reagieren. Altas Social Media Agent erkennt einen Trigger und ruft dann verschiedene Adobe Tools auf. In dem Decisioning-Schritt wird festgestellt, dass wir die richtigen Inhalte und die richtigen Journeys ausliefern. Die Governance-Schritte sind ganz klar dazu da, Compliance-Überprüfungen durchzuführen und Freigaben einzuholen. Hier sehe ich jetzt auch schon ein kleines Problem. Momentan darf nur das deutsche Marketing-Team Ergebnisse aus diesem Workflow freigeben. Jetzt habe ich aber auch mal zeitkritische Kampagnen. Da möchte ich auch andere Zeitzonen mit einbeziehen. Das heißt, wir updaten das einfach mal. Update Approval with US and APAC. Beziehungsweise Coworker updatet das jetzt für mich. Sieht so aus, als hätte er alles im Griff, also kann ich mich entspannt schlafen legen. Während ich jetzt schlafe, postet eine US-Beauty-Influencerin ein Video, in dem sie empfiehlt, 2 unserer Produkte gemeinsam zu verwenden. Und das Video geht viral. I started using these 2 products together and my skin has never looked better. The combo is everything. You have to get both. Innerhalb weniger Stunden hat das Video mehr als 4 Millionen Views. Und zum Glück verpassen wir hier jetzt keine Chance, denn Coworker ist immer wach und wir haben ja unseren Agentic Workflow. Das heißt, der Social Media Agent schickt jetzt ein Signal an Coworker. Der aktiviert ein ganzes Team aus Agents und greift dann auf Inhalte in der Realtime CDP zu. Welche KundInnen haben in der Vergangenheit diese Produkte schon einmal gekauft oder sich dafür interessiert? Er findet auch die relevanten, bereits bestehenden Segmente. Und dann gehen wir natürlich weiter. Er nutzt Adobe Firefly Creative Production und Journey Optimizer, um die passenden Botschaften, Angebote und Inhalte zusammenzustellen, basierend auf dem, was auch in der Vergangenheit bereits gut funktioniert hat. Und wenn dann dieser ganze Plan mal steht, dann simuliert er die Ergebnisse und führt diese Governance-Compliance-Regelungen durch, um sicherzugehen, dass alles auch seinen richtigen Ort hat. Dann geht es natürlich in die Freigabe. Jetzt schlafen bei uns alle. Zum Glück habe ich ja den Workflow aktualisiert. Das heißt, Coworker fragt jetzt das US-Team um Freigabe an. Das Team kontrolliert den Plan, gibt ihn frei und innerhalb weniger Minuten konnten so 2 Kampagnen über E-Mail, Push und Paid Social live gestellt werden. Das ist der Wandel von manuell zu autonom in CX Enterprise. So, ich habe auch ausgeschlafen und wache jetzt zum Glück nicht zu einer verpassten Chance, sondern zu einem Riesenerfolg auf. Ich kann natürlich genau nachvollziehen, welche Entscheidungen Coworker gemeinsam mit meinem Team getroffen hat. So sieht es dann wirklich aus, wenn Menschen steuern und die AI agiert. Jetzt will ich natürlich wissen, wie steht es denn um diese Kampagnen? Dafür benutzt Coworker jetzt Performance-Daten von Adobe, Bestandsinformationen aus Alterssystemen, externe Signale, gemeinsam mit einem Drittanbieter, um dann diese Performance-Ansicht für mich zu erstellen. Die AI hat Zugriff auf all die Daten, auf all den Content, auf den ich ihr Zugriff gewährt habe. Okay, scheint überall ganz gut zu laufen, nur bei uns ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Was ist denn da los?
alright. Sieht einfach so aus, jetzt haben wir ein bisschen eine regionale Trendverzögerung. Das heißt, bei uns in der Region ist dieses Hauptinteraktionszeitfenster einfach ein bisschen später. Und Coworker schlägt mir jetzt vor, lass uns doch auch die noch ausstehende Kommunikation einfach auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Finde ich gut, das machen wir. Coworker entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das heißt, er hat jetzt was Neues aus dieser Kampagne gelernt, nämlich diese regionale Trendverzögerung und sagt jetzt, hey, lass uns das doch in institutionelles Wissen umwandeln, sodass Alter auch in Zukunft immer weiter davon profitieren kann. Das möchte ich auf jeden Fall als Skill hinzufügen. So, langer Arbeitstag für Coworker, aber auch für mich. Deswegen, ich fahre nach Hause in der Bahn und hole mein Handy raus und öffne jetzt Cloud auf dem Handy. Coworker ist direkt mit Claude integriert, weil Adobes Tools sind genau dort, wo ich sie brauche. Das heißt, ich möchte jetzt einfach wissen, give me a recap of my day and my next steps. Natürlich zieht jetzt viele dieser Informationen, kommen jetzt aus meinen Meetings, aus meinen E-Mails, aber manche dieser Informationen kommen eben direkt von CX Enterprise Coworker. Die Performance-Informationen über meine Kampagne, Bestandsdaten und sogar proaktive Verbesserungsvorschläge. Wir sollten unsere Kampagne noch um weitere Segmente erweitern. Hört sich gut an? Ich würde sagen, let's plan discovery on that. Und jetzt weiß ich, dass Coworker den Rest regelt. Ich kann entspannt in den Feierabend gehen und dann morgen erste Fortschritte sehen. Lasst uns kurz rekapitulieren, was gerade passiert ist. Früher hätte ich bei so einem viralen Moment vielleicht mehrere Tage gebraucht, um darauf zu antworten. Dann hätte ich ihn vielleicht auch einfach verpasst. Jetzt hat Coworker die Chance erkannt, entschieden, das richtige Team aus Menschen und Agents einzubeziehen und gehandelt. Alles noch, bevor mein Wecker geklingelt hat. Und dann später auf dem Nachhauseweg konnte ich aus der UI heraus mit ihm arbeiten, in der ich gerade sowieso schon unterwegs war. CX Enterprise Coworker ist euer neuestes Teammitglied, auf das ihr euch immer verlassen könnt. Es hilft euren Teams, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen, zu handeln und so keine Chancen mehr zu verpassen, egal um welche Uhrzeit. Vielen Dank und zurück an dich, Hartmut. Vielen Dank, Bea. Faszinierend zu sehen, wie aus Zielen und Daten echte Ausführung wird und wir somit Ergebnisse erreichen können. Ihr habt es gerade live gesehen. CX Enterprise Coworker kommt mit Adobe Realtime CDP, mit Journey Optimizer, mit Journey Analytics, mit Marketo, mit Target, mit dem Adobe Experience Manager, mit Workfront und mit Gen Studio. Und Coworker nutzt das institutionelle Wissen, das in diesen Lösungen schon vorhanden ist, um damit eine optimale Ausführung zu gewährleisten, sich immer weiterzuentwickeln und die markenkonforme Steuerung zu spüren. Wir haben darüber gesprochen heute auch schon, dass die Sichtbarkeit von Marken heute nicht alleine dort liegt, wo wir es als Marke vollständig selbst kontrollieren, sondern eben auch an den Stellen von Dritten. Und wenn wir da über die Kanäle sprechen wie KI-Chatbots, dann geht es eben um die Frage, sind wir in diesen Chatbots sichtbar? Die AI-Interfaces verändern die Wahrnehmung von Marken. Und die Customer Experience, die sich daraus ableitet, müssen wir und wollen wir ja als Marke auch kontrolliellen. Werden dort Inhalte wiedergegeben, die meinen Vorstellungen entsprechen? Bin ich überhaupt sichtbar? Kann ich das bespielen? Kann ich das beeinflussen? Es sind neue Orte der Beratung und zu verstehen, aus welchen Quellen diese Orte der Beratung Informationen ziehen, ist entscheidend, wenn wir als Marke diese Informationen beeinflussen und verändern wollen. Die Narrative zu erkennen und zu verstehen, wie wir gesehen werden und wo wir hinwollen. Um eben in der Customer Experience in diesen Modellen ein gutes Bild abzuliefern und damit erstens dort in der Beratung sichtbar zu sein, aber zweitens natürlich auch den Traffic zu generieren, von dem wir wissen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertiert. Genau das ist eine Aufgabe, die wir messen wollen, die wir messbar machen wollen. Nach dem Motto, das wir immer wieder gehört haben im Management, du kannst managen, was du messen kannst, geht es darum, hier eine Messbarkeit herzustellen von dieser Sichtbarkeit in den AI-Modellen. Und genau darin verändert sich Brand Visibility gerade grundlegend. Der Adobe LLM Optimizer macht Brand Visibility messbar und steuerbar. Er ist
Die Lösung, die dabei hilft zu verstehen, was passiert in diesen Modellen. Er analysiert die Präsenz, er versteht die Antworten und hilft auch ganz konkret zu optimieren. Und das wollen wir uns erneut mit einer weiteren Demo live anschauen. Und ich rufe jetzt zu mir auf die Bühne Kevin Haupt. Ja, vielen Dank Hartmut und vielen Dank auch an Heathrow Airport in London, dass wir Ihre Marke für die Demo heute verwenden dürfen. Die Daten, die wir gleich sehen, sind natürlich auch fiktiv. Die Herausforderung dahinter dagegen absolut real. Mein Name ist Kevin und in ein paar Wochen fliege ich von London nach Singapur. Ich möchte gerne möglichst entspannt reisen und kenne mich in London auch nicht so gut aus. Also frage ich einfach ChatGPT, so wie es wahrscheinlich viele von uns heutzutage machen würden. Wann sollte ich am Flughafen sein und welche Services machen meine Reise einfacher? Für Unternehmen ist genau das der entscheidende Moment. Denn genau hier entscheidet sich, welche Marken und Services eine KI empfiehlt. Früher ging es darum, in Google gefunden zu werden. Heute geht es darum, von einer KI verstanden zu werden. Und morgen entscheidet genau das darüber, welche Marken empfohlen werden. Willkommen also im Zeitalter der KI, in dem Brand Visibility neu definiert wird. Schauen wir uns also die Ergebnisse an. Gar nicht mal so schlecht. ChatGPT empfiehlt mir Fast Track und Business Launches, genau die Services, die meine Reise einfacher machen. Und jetzt wird das richtig spannend. Denn Heathrow geht noch einen Schritt weiter. Dank der LLM-App von Heathrow muss ich ChatGPT nicht mal verlassen, um mit Heathrow zu interagieren. Ich bitte Heathrow einfach, auf Basis meines Fluges den passenden Fast Track für mich zu reservieren. Ich ergänze hier noch ein paar Präferenzen und Heathrow empfiehlt mir den passenden Fast Track für mein Terminal und ich kann ihn sofort buchen. Die Reservierung geht dann auch direkt an Heathrow raus. Für mich war das schnell und unkompliziert. Und ganz ehrlich, hätte ich dafür extra auf eine App oder auf eine Webseite gehen müssen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gebucht. Und für Heathrow ist es natürlich auch super spannend. Denn obwohl ich mich die ganze Zeit nur in ChatGPT bewege, bleibt Heathrow Teil der Customer Journey mit eigenen Inhalten und eigenen Services. Bleibt nur noch die Frage, wie schafft es Heathrow überhaupt, genau in diesem entscheidenden Moment Teil der Unterhaltung zu sein? Genau hier kommt Adobe Brand Visibility ins Spiel. Zum ersten Mal wird Sichtbarkeit in KI-Systemen messbar und steuerbar. Hier sehen wir zum Beispiel 8.900 Brand Mentions in einem Monat. Das zeigt, wie häufig Heathrow heute schon von KI-Systemen berücksichtigt wird. Aber genannt zu werden reicht natürlich noch nicht aus. Entscheidend ist, ob daraus auch Besucher werden. Genau das sehen wir hier. Der Referral-Traffic von LLMs ist im letzten Monat um 15% gestiegen. KI wird also zunehmend zu einer echten Traffic-Quelle für Heathrow. Und weil wir diese Daten direkt mit Adobe Analytics verbinden können, sehen wir nicht nur, dass Nutzer kommen, sondern auch, was sie auf unserer Webseite tun. Apropos Daten. Viele von euch haben Adobe Brand Visibility wahrscheinlich schon mal gesehen. Neu ist jedoch das hier, die direkte SEMrush-Integration. Damit sehen wir erstmals reale Prompts. Also genau die Fragen, die echte Menschen wie Hartmut, ihr oder ich jeden Tag in ChatGPT, Claude und Co. eingeben. Und genau deswegen sind wir auch in der Lage, Themen zu erkennen, bei denen Wettbewerber bereits sichtbar sind, wir aber noch nicht. Insights alleine reichen aber auch noch nicht aus. Jetzt geht es um konkrete Maßnahmen. Adobe Brand Visibility erkennt automatisch Optimierungspotenziale und priorisiert sie nach Relevanz. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Heathrow bei wichtigen Reiseanfragen noch zu selten berücksichtigt wird. Und genau hier zeigt sich auch die Stärke von Adobe Brand Visibility. Denn es bleibt nicht nur bei der Diagnose. Es liefert direkt die passenden Optimierungen. Also hier zum Beispiel Anpassungen an Titel, Beschreibung und Attributen. Und das Beste daran, mit einem Klick kann ich die Änderungen den LLMs im CDN bereitstellen. Okay, wir haben also gesehen, aus einem Insight wird mit wenigen Klicks eine echte Optimierung für LLMs. Und das Ergebnis? Heathrow taucht jetzt genau dann auf, wenn es für Reisende zählt. Nachdem wir jetzt den Content für LLMs optimiert haben, wollen wir uns noch anschauen, wie wir auch die Experience für uns Menschen verbessern können. Los geht's hier im Experience Hub. Lasst uns ein Beispiel anschauen. Brand Visibility erkennt aktuell einen deutlichen Anstieg bei Suchanfragen
rund um das Thema Familienreisen über Heathrow. Das System empfiehlt, den Trend direkt zu nutzen und eine Kampagne daraus zu erstellen. Also lasst uns gemeinsam eine Landingpage erstellen. Der komplette Umsetzungsplan wird automatisch erzeugt. Ich kann jeden Schritt einzeln kontrollieren oder alle auf einmal ausführen. Wenige Sekunden später stehen bereits mehrere Varianten zur Freigabe bereit. Ich entscheide mich für die mittlere Variante. Der Content ist schon stark, für mich könnte die Headline aber noch etwas inspirierender sein. Die erste Variante gefällt mir super. Jetzt möchte ich die Seite noch für 2 Zielgruppen regionalisieren. Der Assistent erstellt automatisch passende Varianten, abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse der Zielgruppe. Ihr seht, Texte, Bildsprache und Inhalte werden automatisch angepasst. Abschließend möchte ich noch verstehen, welche Fragen Nutzer überhaupt auf diese Experience führen. Die Daten aus Adobe Brand Visibility zeigen mir die relevantesten Themen und Prompts rund um diese Experience. Für 3 dieser Themen aktiviere ich jetzt Generative Content. Die Seite kann ihren Inhalt dadurch später automatisch an den Kontext und die Nutzerabsicht anpassen. Warum das spannend ist, sehen wir gleich. Zunächst starte ich noch den Approval Workflow. In wenigen Minuten ist also aus einer Idee eine komplette Experience entstanden. Aber bevor die Seite live geht, möchte ich noch überprüfen, wie sich der generative Content eigentlich verhält. Ich befinde mich hier in der Redaktionsansicht, das sieht der Endnutzer später natürlich nicht. Ich sehe auf einen Blick, welche Inhalte dynamisch generiert wurden und dass sie außerdem auch gegen die Brand Guidelines von Heathrow geprüft wurden. Jetzt wechseln wir einmal die Perspektive des Besuchers, denn nicht jeder reist mit Kind. Ich ändere den Kontext auf einen unerfahrenen Reisenden. Und ihr seht, die Seite passt sich wieder automatisch an. Bilder, Inhalte und Empfehlungen verändern sich, angepasst an die Situation. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, Personalisierung in Echtzeit kann Adobe doch schon lange. Was ist daran neu? Der Unterschied, dieser Content wurde vorab nicht für eine Zielgruppe erstellt. Er entsteht mit Agentic AI genau im Moment der Interaktion. Das sind also echte generative Websites. Jede Experience entsteht im jeweiligen Kontext des Besuchers und bleibt dabei völlig markenkonform. Schauen wir uns zum Abschluss also noch an, was das für einen Unterschied macht. Auf einen Blick sehe ich, meine Sichtbarkeit steigt. Immer mehr Nutzer finden über KI den Weg auf meine Webseite. Und das schlägt sich auch im Brand Health Score nieder. Und genau hier schließt sich der Kreis. Von der ersten Empfehlung in ChatGPT bis hin zum messbaren Markenerfolg. Denn im Zeitalter der Agenten entscheidet Sichtbarkeit über Relevanz und Relevanz über Wachstum. Vielen Dank und zurück zu dir, Hartmut. Genau das ist der Punkt, Kevin. Brand Visibility endet nicht an eurer Website, sondern sie wird zum Modell, mit dem ihr die Sichtbarkeit eurer Marken herstellen könnt. Brand Visibility, powered by Adobe LLM Optimizer und SEMrush Intelligence, ist die einzige Lösung, die wir im Markt kennen, die Visibility Intelligence, Content Intelligence und die Optimierung zusammenbringt und damit das Ziel verfolgt, euch daran zu unterstützen, echte Geschäftsergebnisse auch auf diesem Spielfeld zu erreichen. Begrüßt erneut auf der Bühne Nadeed Wolanke. Ja, vielen Dank, Lara. Dein letzter Satz, was die KI von mir weiß, darüber muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen nachdenken oder was ich will, dass sie von mir weiß. So müsste ich es besser formulieren. Sehr spannend. Und ich hoffe, jeder von Ihnen hat jetzt eine gewisse Dynamik so kurz vor Mittagessen. Wir hatten am Anfang, als ich begonnen hatte, 3 Fragen in den Raum gestellt. Zum einen, wie werde ich als Marke gefunden? Wie halte ich Schritt mit meinem Team mit der Innovationsgeschwindigkeit und wie gehe ich mit dem explodierenden Content-Bedarf um? Was ich heute mitgenommen habe, es geht nicht darum, alles zu automatisieren. Es geht darum, das Richtige zu verbinden. Eure Kreativität,
eure Daten, eure Kontrolle. Nicht ein Tool oder nicht Tools, die nebeneinander existieren, sondern ein System, das für euch arbeitet. Jede Firma hier im Raum befindet sich gerade auf dieser Reise. Manche stehen am Anfang, manche sind mittendrin, aber noch keiner ist am Ende. Und das ist auch gut so. Denn wir bei Adobe, wir wollen gemeinsam mit euch diesen Weg gehen. Denn es beginnt mit Adobe. Was erwartet euch jetzt nun noch im Laufe des Tages? Viele von euch waren schon in unserem Community-Pavillon und haben sich inspirieren lassen. Für diejenigen, die noch nicht da waren, ich kann euch nur einladen, geht rüber, schaut euch die Exemplare an, die wir dort zeigen. Es ist wirklich super spannend. Wir haben auch eine Agentic Garage. Lasst euch überraschen, was da dahinter steckt. Und dann werdet ihr am Nachmittag noch ganz viele inspirierende Breakout-Sessions sehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Netzwerken untereinander, zwischen Kunden, Prospects, aber auch mit unseren Produktexperten. Also nutzt die Zeit zum Austausch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen inspirierenden Tag. Wiederschauen.